Es geht hier nicht um Atheismus gegen Islam oder um Glauben oder nicht. Es geht eher um die Wiederholung von den Fragen von Atheisten, wo man denkt, dass sie knallharte Fragen seien. Aber ehrlich gesagt, sie sind nur leichte, wiederholte Scheinargumente gegen Religion. Hier sind die bekanntesten 10 angeblichen tiefgründigen Fragen von den Atheisten über Islam. Frage 1. Warum hat Gott Iblis erschaffen, wenn er böse ist? Man denkt, die Frage ist harmlos oder normal, aber beim Atheisten ist das nicht der Fall, denn dieser Atheist glaubt an die Willensfreiheit. Alles kommt aus dem Nichts zufällig, also kann ich tun, was ich will. Wie können Sie dann an die Willensfreiheit glauben und sie dem Universum verweigern? Sind Sie denn nicht ein egoistischer Atheist? Was sagte Gott im Koran? Und als wir zu den Engeln sagten, werfet euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis, gehörte zu den Djinn. So frevelte er gegen den Befehl seines Herrn. Das heißt, Iblis hat sich aus eigenem Willen für den Ungehorsam entschieden und Gott hat uns den Wert der Wahl gelehrt, damit sich zeigt, wer ungläubig und wer gläubig ist. So wie er sagt, wer nun will, der soll glauben und wer will, der soll ungläubig sein. Sie haben sich dafür entschieden, Gott zu verleugnen und andere haben sich dafür entschieden, an Gott zu glauben. Sie versuchen jetzt allerdings Fragen zu finden, die ihre Verleugnung Gottes rechtfertigen, aber leider entlarven ihre Fragen sie, weil es ohne die Prüfung keinen Sinn für das Paradies oder die Hölle gäbe. Glauben Sie, dass man in einer Universität ohne Prüfungen den fleißigen Studenten vom Faulen entscheiden könnte? Denken Sie über sich selbst nach. Frage 2. Warum erscheint uns Gott nicht? Warum ist Gott nicht sichtbar, wenn er existiert? Und wie üblich sagt man, es ist spottisch. Aber ich bin erstaunt über Sie. Sie Leugner des Unsichtbaren oder Verborgenen, obwohl sie glauben, einen Verstand zu haben, den sie nicht sehen können und niemals sehen werden. Und sie glauben den Physikern, wenn sie von Schall- und elektromagnetischen Wellen sprechen, obwohl niemand sie gesehen hat. Gott sagte in der Sure Al-An'am, die Blicke erfassen ihn nicht. Das Verborgene ist das, was den Wert des Glaubens erhöht. Wenn Gott jetzt den Menschen erscheinen würde, wo wäre dann der Wert der Prüfung? Wo wäre der Glaube an das Verborgene? Und deshalb hat Gott die Gesandten als Überbringer froher Botschaften und Warner geschickt. Das heißt, Gott hat dem Verstand genügend Beweise geschickt, aber der direkte Kontakt würde die Prüfung ungültig machen. Frage 3. Warum enthält der Koran nicht alle Wissenschaften wie Physik und Biologie? Wo ist denn, wir haben im Buch nichts vernachlässigt? Ja, der Vers lautet, wir haben im Buch nichts vernachlässigt, aber das in diesem Vers erwähnte Buch ist die heilige, wohlbehütete Tafel und nicht der Koran. Und nun zur Frage, warum enthält der Koran nicht alle Wissenschaften wie Physik und Biologie? Wir haben oft gesagt, dass der Koran ein Buch der Rechtleitung ist, kein Mechanikbuch. Wer sagt, dass ein Medizinführer auch die Zubereitung von Kartoffelsalat erklären muss? Der Koran legt die Werte und die Prinzipien fest. Er regt ihren Verstand an und gibt ihnen den Schlüssel zum Universum. Allah sagt, wir werden ihnen unser Zeichen am Angesicht des Kreis und in ihnen selbst zeigen, bis es ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist. Das heißt, Gott hat die Tür zur Forschung geöffnet und sie nicht verschlossen. Und wenn Sie den Vers fortsetzen, genügt es denn nicht, dass dein Herr über alles Zeuge ist, also Gott ist der Zeuge, was Sie auf der Erde machen. Wenn der Koran uns zum Beispiel den Atomkern erklären würde, wo wäre die Rolle der Wissenschaftler? Wo wäre ihre Aufgabe? Was würden sie wirklich schaffen? Frage 4. Warum werden Propheten nicht in allen alten Zivilisationen erwähnt, obwohl sie sagen, dass alle Zivilisationen den Islam erlebt haben? Also, erstens, viele Zivilisationen haben ihre Inschriften verloren und wurden kürzlich entdeckt. Viele Artefakte werden in westlichen Museen aufbewahrt und noch übersetzt. Es ist also möglich, dass diese Zivilisationen einen Gesandten hatten, aber wir wissen es noch nicht. Beispiel: die alte ägyptische Zivilisation von den Pharaonen, wo man dank der Forschungen bisher neue Entdeckungen rund um die Uhr erkennt. Sie fragen, was? Kennen Sie nicht alle Gesandten? Ich sage, nein. Schauen wir, was der Koran darüber sagt. Wir haben doch bereits vor dir Gesandte gesandt. Unter ihnen gibt es manche, von denen wir dir berichtet haben, und unter ihnen gibt es manche, von denen wir dir nicht berichtet haben. Das bedeutet, es gibt Gesandte, die niemand kennt, außer dass Gott sie mit der Botschaft gelehrt hat, auch wenn ihre Nachrichten nicht alle Menschen erreicht haben. Sie stellen diese Frage, während sie das Wissen über alle alten Zivilisationen noch nicht besitzen. Solange sie nicht alle Wissenschaften, die alte Zivilisationen umfassen, vollständig beherrschen, ist ihre Frage von Grund auf falsch. Frage 5. Warum lässt Gott Kinder sterben? Wenn es einen barmherzigen Gott gibt, warum sterben dann Kinder? Wo ist da die Barmherzigkeit? Das ist aber eine enge Sichtweise, die uns dazu bringt, Barmherzigkeit mit Unsterblichkeit und dem Weiterleben in dieser Welt zu verwechseln. Abgesehen
davon haben Sie als Atheist kein Kriterium für Gut und Böse. Wenn ich böse sein will, bin ich böse. Es ist mein Wunsch, das zu tun, was ich will. Es ist die gleiche Frage, die Sie gestellt haben. Ich habe kein moralisches Kriterium, das mich davon abhält, das zu tun. Ich komme aus dem Nichts. Und wenn ich sterbe, ist es Game Over. Ich werde nicht wieder auferstehen und niemand wird mich zur Rechenschaft ziehen. Aber Gott sagt und sagt nicht von denen, die auf Allahs Weg getötet werden, sie seien tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig, aber ihr nehmt es nicht wahr. Dieses irdische Leben ist nur Zerstreuung und Spiel. Das heißt, das Kind, das gestorben ist nicht aus dem Kreis der Barmherzigkeit ausgeschieden. Wir müssen die Frage also rationalisieren, bevor wir sie stellen. Was hat Barmherzigkeit damit zu tun, dass Kinder sterben? Der Tod eines Kindes ist Barmherzigkeit, weil der Prophet sagte, die Kinder der Gläubigen sind auf einem Berg im Paradies und selbst über die Kinder der Ungläubigen. Ihr Tod war also überhaupt keine Ungerechtigkeit, es war ein Übergangsprozess. Und wenn Sie diese Welt mit einem weiteren Blick betrachten, werden wir feststellen, dass diese Welt eine kurze Phase ist und dass der Tod kein Game Over ist. Es gibt ein Leben danach, das sie nicht akzeptieren wollen. Dort gibt es entweder ewige Glückseligkeit oder ewiges Unglück. Frage 6. Warum lässt Gott Naturkatastrophen zu? Wenn er Gott echt ist, warum lässt er Naturkatastrophen wie Erdbeben und Vulkane zu? Menschen sterben unter Häusern, viele Kinder leiden und die Menschen schreien, wo ist die Barmherzigkeit? Ein Atheist denkt, jeder Tag in diesem Leben sollte ein Spaziergang sein. Ein Tag im Garten, ein Tag am Meer, ohne Kälte, Hitze, Schmerz oder Tod. Aber lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Sind wir im Paradies oder in einer Prüfung? Das ist so, als würde jemand, der in einer Prüfung sitzt, sagen, warum verteilen Sie keine Hamburger? Sind Sie an einer Universität oder in einem Lokal? Wenn alles ruhig ist und es keinerlei Schmerz oder Unglück gibt, wo ist dann die Prüfung? Wo ist die Geduld? Wo ist die Belohnung, die Ihren Rang im Paradies erhöht? Wo ist der Unterschied zwischen dem Gläubigen und dem Leugner? Gott hat es offen gesagt und wir werden euch ganz gewiss mit ein wenig Furcht und Hunger und Mangel an Besitz zählen und die Früchte prüfen, doch verkünde frohe Botschaft den Standhaften. Die Prüfung ist also kein Übel, es ist wie ein Sieb. Der Geduldige, der sich auf Gott verlässt, wird erfolgreich sein und der Verzweifelte, der ungläubig ist, wird scheitern. Kommen wir zurück zu den Erdbeben. Sie sehen sie als Zerstörung, aber vielleicht sind sie ein oberer Schrei, der den Menschen sagt, seid wachsam, das Jenseits kommt, der Tod ist nicht weit entfernt, es kann auch ihnen passieren. Dieses Leben ist nicht ewig. Das Beben, das sie sehen, erschüttert die Herzen, damit sie aufwachen, bevor sie im Grab erschüttert werden. Kurz gesagt, der Tod in dieser Welt ist nicht immer ein Verlust für alle. Manchmal ist er ein Gewinn, dessen Wert sie nicht kennen. Das heißt, selbst derjenige, der als Gläubiger stirbt, sei es durch Ertrinken, Verbrennen oder Untertrümmern, hat die Belohnung eines Märtyrers. Das heißt, Gott entschädigt ihn. Warum das alles? Weil sie als Atheist nicht das ganze Bild sehen. Sie sehen nur eine einzige Perspektive. Frage 7. Warum haben wir keine Propheten gesehen, die in Europa oder Japan herabgesandt wurden? Alle von ihnen waren Hirten auf der Wüste. Wollen Sie sagen, dass der Ort den Wert der Botschaft bestimmt? Man hat das Gefühl, die Frage ist spottisch, aber lassen Sie mich sie aus meiner atheistischen Sichtweise interpretieren. Warum kommen die Gesandten und Propheten in die Wüste und nicht nach Griechenland? Das heißt, ich sage, dass der Ort, an dem sie herabgesandt wurden, den Wert der Botschaft bestimmt. Wenn sie in der Schweiz oder in Kanada herabgesandt worden wäre, hätte die Botschaft einen höheren Wert? Oder wollen Sie sagen, dass Rechtsleitung ein schönes Klima und ein paar bepflasterte Straßen braucht? Die Propheten kamen aus einfachen Orten, ja, aber ihre Botschaft umfasste die ganze Welt. Und Prophet Muhammad kam aus Mekka, aber sein Licht erreichte die entlegensten Länder der Welt. Die beiden anderen größten Propheten Gottes, Mose und Jesus, kamen auch aus dem sogenannten Nahen Ost. Mose wurde erstmals in der Wüste von Sinai offenbart und niemand sieht es als beschämend. Und Jesus bei Jerusalem in einem armen Land, das als eine römische Provinz war. Also, es ist nicht wichtig, wo man anfängt, sondern was man eigentlich sind. Diese Frage selbst ist widersprüchlich, weil sie immer sagen, dass diese Religionen primitiv sind und aus der Wüste kommen. Nun gut, aber seltsamerweise sagen sie das nicht über die Philosophie. Ich meine, die griechische Philosophie. Solche Philosophie, die aus heidnischen Orten stammt, in denen Götter sterben, heiraten und sich betrinken. Warum stellen sie dort nicht dieselbe Frage? Ist diese Philosophie in rückständigen Orten herabgesandt worden? Obwohl sie an die Philosophie glauben, suchen sie ehrlich gesagt keine Antwort für diese Frage. Aber die Wahrheit ist, dass Gott gesagt hat, Allah weiß sehr wohl, wo er seine Botschaft
Macht anbringt. Das heißt, die Wahl Gottes für die Orte, die ihnen nicht gefallen, war keine sinnlose Wahl. Es war eine weise Wahl, die mit einer Weisheit arrangiert wurde, die jenseits ihres Verständnisses liegt. Frage 8. Warum hat uns Gott nicht direkt im Paradies erschaffen, ohne all diese Mühen? Das heißt, warum all diese Anstrengung? Warum sterben und dann zur Rechenschaft gezogen werden? Er hätte uns von Anfang an ins Paradies bringen können. Nun, diese Frage sieht harmlos aus, aber in Wirklichkeit ist sie ein Angriff auf die Gerechtigkeit. Sie sagen damit, ich will das Glück ohne Anstrengung. Ich will eine Belohnung ohne Prüfung. Wenn ein Schüler sagen würde, schreiben Sie mir bitte eine sehr gut, das reicht. Ich muss nicht zur Prüfung kommen. Würden Sie ihn als gerechten oder faulen Schüler bezeichnen? Gott hat uns erschaffen, um uns zu prüfen. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Und Gott sagt auch, er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Es ist also der Zweck. Wir können nicht im Paradies sein, ohne uns anzustrengen und geprüft zu werden. Es muss Standhaftigkeit geben, denn das Paradies ist kein Spaß. Es ist ewige Unsterblichkeit, ewiges Glück. Es ist eine gerechte Belohnung für den, der sich angestrengt hat. Es muss also eine Prüfung geben und es muss Freiheit geben und es muss Entscheidungen geben. Frage 9. Warum entwickelt sich der Koran nicht mit der Zeit? Die 9. Frage ist wirklich großartig. Warum ändert sich der Koran nicht? Warum entwickelt er sich nicht mit der Zeit? Und diese Frage scheint immer modern zu sein, aber in Wirklichkeit zerstört sie die ganze Idee. Der Koran ist keine Zeitschrift und keine menschliche Verfassung. Der Koran ist kurz gesagt das Wort Gottes. Das Wort des Gottes, der die Menschen, die Zeit und den Ort erschaffen hat. Also ist sein Wort für alle Zeiten gültig. Warum? Weil es sich auf Werte konzentriert, nicht auf oberflächliche Details. Er sagt zum Beispiel, und nähert euch nicht der Unzucht. Er wird ihnen nicht sagen, passen Sie 225 auf verbotene Beziehungen in TikTok Messenger auf. Es ist ihre Aufgabe, aber das Prinzip lebt weiter und nähert euch nicht der Unzucht. Und die Gelehrten haben im Laufe der Geschichte immer wieder versucht, aus dem Koran das zu extrahieren, was für die Zeit passt. Die Entwicklung findet also im Denken statt, nicht in den Texten. Und wer sagt, dass der Koran sich ändern muss, stellen Sie ihm bitte diese Fragen. Hat Gott einen Fehler gemacht? Wusste er nicht, dass sich die Zeit ändern würde? Oder war sein Wort unvollständig? Frage 10. Warum gibt es überhaupt eine Religion? Warum hat uns ihr Herr nicht in unserer Freiheit leben lassen, Gutes zu tun, ohne Führung? Hier möchte ich Ihnen sagen, Sie sagen das leider nicht über Verkehrsregeln. Sie fragen nicht, warum gibt es Radargeräte, warum gibt es Ampeln, warum gibt es all diese Anweisungen, weil Sie wissen, dass die Menschen ohne Regeln zusammenstoßen würden. Aber warum sagen Sie es immer, wenn es um Religion geht? Ich will keine Regeln, ich will keine Anweisungen, ich will leben, wie ich will. Religion ist das Radar des Gewissens. Sie ist das göttliche Gesetz. Sie sagt ihnen, sie sollen nicht lügen, nicht betrügen und nicht ungerecht sein. All diese Möglichkeiten oder sagen wir Paradoxe gibt es schon innerhalb der menschlichen Seele. Die Religion setzt also Grenzen, nicht um die Seele einzuschränken, sondern um die Seele zu schützen. Und wenn Sie ein wenig nachdenken, werden Sie feststellen, dass dieselbe Person, die sagt, es gebe keine Religion, eine alternative Religion schafft. Eine Religion namens Freiheit, eine Religion namens Lust, eine Religion namens Materialismus. Das heißt, der Mensch selbst kann nicht ohne den Glauben an etwas leben. Und die wahre Religion ist die, die Gott von oben gesandt hat, nicht die, die der Mensch von unten erfunden hat.